Für Blattadern und so intensive dunkle Punkte zeige ich hier 2 Hacks, die auch sonst im Urban Sketching nützlich sind und den ganzen Malprozess mit Lavieren und Lasieren auf unterschiedlichen Papieren. Hier ist das Material, das ich brauchen werde, und ihr improvisiert einfach mit dem, was ihr gerade habt. Ich feuchte jetzt mal meine Farben an, damit sie sich dann gut lösen, wenn ich sie brauche. Hier habe ich den Apfel und die Blätter schon sortiert ausgelegt, um zu zeigen, was sich am besten eignet. Zuerst schauen wir uns einfach das Lavieren an und wie wir diese feinen Linien da in die Blätter bekommen. Nachher schauen wir diese dunklen abgegrenzten Punkte und zuletzt noch diese kleineren abgegrenzten Farbflächen da. Da muss man schon sehr umgehen mit der Feuchtigkeit auf dem Papier und im richtigen Moment dann die Farbe auftragen. Wenn es jetzt nicht gerade Herbstblätter hat, eignet sich auch ein Apfel oder sonst eine Frucht oder ein Gemüse oder etwas, das so einen Farbverlauf hat. Also ich beginne mit diesem Buchenblatt und normalerweise würde ich das jetzt nicht vorzeichnen oder mit einem gelben Stift, aber damit ihr es besser seht, nehme ich jetzt den grünen, weil das Grün kommt hier auch vor, und wenn ich zum Vorzeichnen einen wasserlöslichen Farbstift nehme, löst sich die Farbe nachher eben ganz leicht mit der Aquarellfarbe auf. Es gibt dann nicht so einen grauen Rand, wie wenn ich mit Bleistift vorzeichne. Weil wenn ich mit der Aquarellfarbe über Bleistift gehe, ist das nachher fixiert und ich kann ihn nicht mehr ausradieren. Jetzt habe ich also hier die Kontur vom Blatt so grob eingezeichnet. Und jetzt schaue ich mal dieses Gelb, also ich mache jetzt 2 Seen mit den 2 Farben und ich bereite genug flüssige Farbe vor, damit ich dann ganz zügig diese da ineinander verlaufen lassen kann. Hier am Rand kann ich mal schauen, ob mir das Gelb passt. Ich nehme ein ganz kleines wenig Ocker noch hinein und noch ein bisschen mehr Gelb und das Grün nehme ich mal von dem da. Ja, das passt mir auch. Noch ein bisschen mehr von dem da, damit ich genug Farbe habe. Jetzt muss ich ziemlich zügig arbeiten, damit die Farben dann wirklich schön ineinander verlaufen. Ich nehme hier nochmals Gelb und gehe ganz zügig und mit einem einzigen Pinselstrich hier über die Fläche, die ich da gelb möchte. Ich kann da auch noch ein bisschen Gelb reintupfen, das ist jetzt ziemlich saugfähiges Papier da. Und dann nehme ich das Grün und fülle diese Fläche da zügig und gehe mit der Farbe bis an diese Kante und da verläuft es dann. Je nach Papier verläuft es unterschiedlich. Hier mischt es sich jetzt gar nicht so. Ich male mal diese Streifen zwischen den Blattadern noch ein bisschen nach, um das besser zu verteilen. Und jetzt gehe ich gerade, solange das nass ist, mit dem Pinselstiel da durch und zeichne noch die Blattadern ein. Bei diesem Buchenblatt gehen nicht vom gleichen Ort aus.
Jetzt kann ich auch, solange die Farbe nass ist, das wäre jetzt der zweite Trick, hier mit Aquarellfarbstift die braunen Punkte machen. Und solange die Farbe noch so nass ist, löst sich sehr viel von dieser Farbstiftfarbe und die Flecken werden richtig dunkelbraun. Und das vergleiche ich jetzt noch, wie das kommt in meinem Skizzenbuch. Das ist mit Zeichenpapier. Das ist Sea White of Brighton, 140 Gramm pro Quadratmeter. Hier ist diese rote Zone relativ begrenzt. Also hier möchte ich ein bisschen warten, bis die untere Farbe trockener ist, damit das weniger verläuft als hier. Und hier das Braune, das ist ganz scharf abgegrenzt. Da muss ich warten, bis der Untergrund trocken ist und dann nass auf trocken malen. Das heißt dann Lasur, und was wir da machen mit den Übergängen, das ist eine Lavierung. Ich mache hier eine Probefläche, die etwa gleich nass und dick pigmentiert ist, mit den Farbresten da. Die brauche ich dann, um zu testen, wann der richtige Moment ist für das Rot da drüber. Jetzt ist schon mal der richtige Moment, wieder um Blattadern zu machen. Und hier sehe ich jetzt, dass die Adern manchmal am gleichen Ort weggehen und sich da noch verzweigen. Ich nehme ein bisschen von diesem kalten Rot und dann noch ein bisschen vom Sienna. Ja, genau, das passt mir. Dieses Farbenmischen ist einfach Übungssache. Vielleicht braucht ihr am Anfang eine ganze Reihe so Mischproben, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich eure Farben mischen lassen, wie die Anteile und die Feuchtigkeit ist. Ja, und am Ende müsst ihr einmal mischen, probieren und es passt. Jetzt kann ich mal hier ausprobieren, wie das ist mit dem Verlaufen. Ja, ich glaube, das passt mir schon. Will ich da diesen Farbtupfen ein bisschen verlaufen lassen. Nicht so fest wie in der ersten Runde, aber wir sind immer noch beim Lavieren. Also nasse Farbe auf nasse Farbe. Hier gehe ich ganz bis an den Rand. Die Farbe verläuft nicht weiter als bis da, wo es nass ist. Also da, wo es trocken wird, läuft sie nicht über den Blattrand hinaus. Jetzt muss ich mal warten, bis das hier ganz trocken ist, damit ich dann noch diese braune Lasur darüber legen kann. Wahrscheinlich verläuft es noch. Hier verläuft es schon nicht mehr. Hier kann ich spüren, doch es fühlt sich noch kühl an, das heißt, es ist noch nicht genug trocken. Ich warte mal noch ein paar Minuten, bis das sicher trocken ist, damit ich hier die scharfen Ränder bekomme. Also, jetzt hoffe ich, dass das genug trocken ist
und gehe jetzt lasierend, das heißt auf die trockene untere Schicht, deshalb verläuft sie nicht. Eben mit lasierend bekomme ich scharfe Ränder. Das ist auch das, was ich da sehe. Also nass auf nass, gibt ineinander verlaufende Übergänge und nass auf trocken, wie das, was ich jetzt gerade mache. Das gibt scharfe, begrenzte Kanten. Hier ist nochmal der Vergleich von den Blättern auf 5 verschiedenen Papieren. Das Kunst und Papier aus diesem Skizzenbuch. Dann ein Aquarellpapier, wo ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Das ist vom Le Grand Bloc von Bösner. Und das ist so ein 300-grammiges Aquarellpapier. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Fragen oder so hast, schreibe sie gerne in die Kommentare. Und wenn du mehr in dieser Art sehen möchtest, denk ans Abonnieren, den Daumen hoch oder an die Glocke. Das hilft auch meinem Kanal sehr mit dem YouTube-Algorithmus. Hier geht's zu mehr Urban Sketching Tutorials, hier geht's zu Skizzenbüchern und dieses Video könnte dich auch interessieren. Viel Spaß beim Sehen und Zeichnen!